Moin Leute, was geht ab? Willkommen, willkommen. Heute wollte ich mal einen weiteren Koloss vorstellen. Wir hatten ja schon ein Video über den frostigen Koloss gemacht, wie ihr sehen könnt. Knapp über 10 Millionen Schaden. Mal mehr, mal weniger. Es kommt immer drauf an, wie meine Bauteile sind. Ich habe ein bisschen umgeändert, deswegen ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ähm, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr in den Videobeschreibungen gucken. Da wird es auf jeden Fall verlinkt sein. Das waren knapp, im besten Fall sind es immer so 10,67889, also auch über 11 Millionen fast. Ich habe jetzt auch den verfallenen Koloss in Baum fertig gemacht. Und dazu habe ich zwei verschiedene Teams mit zwei jeweils anderen Bauteilen-Kombinationen. Und das wollte ich euch heute vorstellen. Eins komplett Free-to-Play, eins mit der Feuer-Krankenschwester. Aber in dem Fall ist das Team für das Free-to-Play-Bereich. Die Bauteile sind jetzt erstmal eher tanky. Also wir haben die zwei als Damage-Dealer, die ein bisschen tanky gebaut sind. Und das will ich euch erstmal zeigen. So, let's go. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ein bisschen vorgeskippt, einfach nur aus dem Grund, weil der Kampf viel, viel zu lang dauert. Also die Kämpfe von den Kolossus dauern ja in der Regel, glaube ich, 5 Minuten oder so. Oder mehr sogar manchmal. Je nachdem, wie viele Runden man hat. Aber wie ihr sehen könnt, also wir sind jetzt schon bei Boss 31 und sind bei fast 4 Millionen. Und das einzige Problem an diesem Gildenboss ist natürlich, dass er ab der Runde 30 die kritische Trefferquote aller Feinde um 30% deaktiviert und die Konter- und Kombinationsangriffsfähigkeit. Bedeutet, der Combo-Angriff von der Scharfschützen wird leider annulliert, aber das sollte uns nicht stören, weil es ist halt eine Runde, die halt flöten geht, aber im größten Fall ist das auch nicht mehr so wichtig, dass ab der 30. Runde viel Schaden machen muss. Wichtig ist nur, die Schweinsmeisterin sollte immer den Revolverheld hier fokussen. Ihr könnt hier bei den verbündeten Fokus einfach den Revolverheld auswählen. Und dadurch wird die Schweinsmeisterin immer mit ihrem zweiten Skill auf den Revolverheld gehen, was ziemlich cool ist. Halt, es ist, glaube ich, ziemlich neu. Ich weiß noch nicht, wann das gemacht wurde, wie ihr sehen könnt. Ähm, Ich glaube, im letzten Patch oder vorletzten Patch haben die das eingefügt. Ist noch so ein bisschen untergegangen bei den meisten Leuten. Aber eine ziemlich geile Funktion. Auch für Dungeon Runs wird das später ziemlich geil, wenn man vielleicht quasi wie bei den Summoners War mit Konami versucht, so schnelle Dungeon Runs zu machen, um äh, schneller Clear-Zeiten zu bekommen. Ist sowas natürlich richtig geil. Da muss man nicht auf die Speed-Tunings achten, sondern kann direkt einfach den verbündeten Fokus einstellen. Und das funktioniert dann viel, viel besser. So, in dem Fall ist jetzt unsere Dodo-Reiterin leider schon gestorben. Das würde natürlich den Run deutlich besser machen, wäre sie nicht gestorben. Meine Dodo-Reiterin ist halt sehr schwach gewesen, deswegen seht es mir nach. Wie ihr sehen könnt, also die tankige Variante dauert zwar länger, also wir halten viel länger durch, sind aber vom Schaden her ein bisschen niedriger. Ich werde euch auch gleich die Bauteile zeigen, also da sind wir trotzdem bei über 4 Millionen, wie ihr sehen könnt. Also 41 Runden, wir haben knapp 2 Millionen und 1,6 Millionen. Das ist jetzt das tankigere Team. Aber der Schaden ist dementsprechend ein bisschen weniger. Ich werde euch einmal den zeigen. Also wir sind bei 1700 und dafür, wir haben hier halt, ne, nicht hier. Hier haben wir LP drin, dadurch haben wir halt ein bisschen mehr HP, aber dafür halt auch weniger Attack. Äh, Kann man sowohl versuchen. Ich persönlich würde das wahrscheinlich eher auf Damage gehen. So, das ist einfach nur ein Bauteil, den ich jetzt geändert habe. Sie hat jetzt weniger AP. Wie ihr sehen könnt, von 9000 auf 6000 runter. Mehr Attack auf jeden Fall. Crit Damage ist gleich geblieben. Crit Rate, wie gesagt, brauchte nur 55%. Das ist viel zu viel. Ich habe jetzt einfach nur das genommen, was ich gefunden hatte. Also das sind quasi meine Restbauteile, die ich hier habe. Deswegen ist da jetzt ein bisschen mehr Crit Rate drauf natürlich. Genauso auch wie im Revolverheld. Also wie ihr sehen könnt, der Run von gerade eben waren knapp bei 13.000 HP. Und wir haben 223% Crit Damage, wenig Attack. Wird sich jetzt aber gleich ändern, weil das ist auch, wie gesagt, das sind einfach nur Restbauteile. Wie ihr sehen könnt, ist mir jetzt wieder bei 205%. 90% Crit Rate ist viel zu viel. Wie gesagt, 55% braucht ihr, weil ihr habt einen Crit Rate Buff
und ihr habt die Elementvorteil, dass ihr 15% auch nochmal Crit Rate drauf habt. Das heißt, also 55% reicht vollkommen aus. Ihr könnt euch dann dadurch vielleicht sogar noch mehr drauf konzentrieren, mehr Tech reinzupacken, mehr LP reinzupacken, anstatt auf Crit Rate zu gehen. Würde ich euch viel, viel mehr empfehlen. Also deswegen, ich versuche hier gerade mit den schlechteren Qualitäten zu spielen, damit ihr sehen könnt, ihr habt noch bessere Chancen oder mehr Qualität rauszuholen. Wichtig ist nur, die Dodo-Reiterin muss auf jeden Fall eine gewisse Genauigkeit haben. Ich würde mal an eurer Stelle mal 50% anpeilen. Äh, die Qualität hier an Genauigkeit ist nicht so hoch bei den Bossen, deswegen 50% sollte eigentlich reichen. Also zumindest reicht es bei mir. Ich lande jeden Angriff senken und Verteidigung senken, weil das sind die zwei wichtigsten Debuffs, die auf dem Boss sein müssen. Und ich habe jetzt auch sie ein bisschen langsamer gemacht, ein bisschen tankiger gebaut. Also wenn ihr hier zum Beispiel nochmal mehr LP drauf packt, so 20 bis 25.000 LP, sie muss auch nicht so schnell sein. Ich habe einfach nur einen Bauteil ersetzt, deswegen ist es halt jetzt, nee, zwei, sorry. Die zwei habe ich einfach ersetzt, weil das war quasi meine Arena Dodo-Reiterin, die halt voll auf Speed getrimmt war. Und die zwei habe ich halt ersetzt, wo ich halt kein Speed drauf habe, um ein bisschen LP drauf zu packen und ein bisschen Genauigkeit drauf zu packen. Deswegen, und ja, wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Damage-Style. Ihr werdet sehen, wir machen auf jeden Fall deutlich, was heißt deutlich, aber auf jeden Fall mehr Schaden wie mit dem tankigeren Bereich. Aber man kann auch eine Kombination aus beiden nehmen, damit Scharfschütze und der Revolver hält über 30 Runden überleben. Und dann werden wir sehen, ob wir die 5 Millionen knacken. So, da sind wir wieder zurück. Runde 29 und ihr seht, wir sind jetzt schon über 4 Millionen. Ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall mindestens auf die 4,7 Millionen kommen. Ob wir die 5 Millionen erreichen, ist eher fragwürdig. Aber zumindest, wenn ihr bessere Bauteile habt als ich, was ihr definitiv haben werdet, die meisten, also auf den Monstern momentan. Wie gesagt, das sind nicht die besten Bauteile, die ich da drauf habe, das sind quasi meine Restbauteile. Wenn ihr sie ein bisschen mehr tankiger baut, weniger Crit Rate, weil dadurch, dass ihr weniger Crit Rate draufpackt, werdet ihr definitiv bessere Stats bekommen. Und vielleicht mehr Crit Rate, vielleicht mehr LP und so weiter und so fort. Dadurch werdet ihr auf jeden Fall mindestens die 5 Millionen schaffen, weil wie ihr sehen könnt, wir sind hier auf jeden Fall schon deutlich an der 5 Millionen dran. Die Scharfschützin ist zum Beispiel jetzt sehr schwach gewesen. Die hat jetzt, habt ihr gesehen, irgendwas mit knapp 12.000 insgesamt. Ja, das ist der Grund. Also hätte sie jetzt hier zum Beispiel überlebt, wären wir auf jeden Fall noch knapp auf die 5 Millionen gekommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon bei 4,7. Sieht auch schon ziemlich gut aus. Und es hört auch nicht auf, wie ihr sehen könnt. Also ein super starkes Team, vor allem wenn dadurch, dass es halt Free-to-Play ist, ne? Ich werde euch jetzt auf jeden Fall noch eine Alternative zeigen und ich werde auch euch sagen, was ihr auch als Alternative nehmen könnt. Ähm, für die Schweinsmeisterin. Weil die Schweinsmeisterin ist einfach jetzt hier nur als Free-to-Play-Ersatz drinne. Wen ich euch da wärmstens empfehlen kann, wenn ihr sie natürlich habt oder ihn habt, ist den Lichtrobo. Der Lichtrobo ist hier einfach sowieso MVP in diesem kompletten Fight. Ähm, mit einem Lichtrobo werdet ihr auf jeden Fall deutlich über die 5 Millionen kommen, wenn nicht sogar über 6, 7 Millionen. Also da gibt es schon sehr, sehr krasse Builds mit ihm zusammen, weil er halt einfach die als Passive hat, dass er jedes Mal immer wieder die Attack Bars boostet und wie ihr sehen könnt, also der Schaden an sich ist ungefähr gleich von beiden. Wenn sie noch ein bisschen mehr überleben würden, hätten wir auf jeden Fall locker die 5 Millionen geschafft. Und mein momentanes Team besteht aus meiner Kriegskrankenschwester, die halt noch natürlich den 42% Angriffsbuff hat, was halt deutlich mehr Schaden natürlich verursacht. Und dadurch machen wir halt auch über 5 Millionen mit dem Team. So, dann gehen wir auch da rein. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt bei Runde 32 und wir haben schon knapp 4,2 Millionen mit der Kriegskrankenschwester. Also schadentechnisch sind wir schon deutlich besser dran. Und ich denke auf jeden Fall so 5,3 sollten das hoffentlich werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Scharfschützin überleben wird. Sie hat ein bisschen zu wenig HP. Und wir sind ja bei knapp 12.000 HP, das ist ja gar nichts.
Aber wie gesagt, wenn ihr sie weniger Crit Rate baut, mehr Damage baut, dann habt ihr auf jeden Fall viel, viel mehr Schaden und müsst nicht so lange in den Runden rum versauern, quasi. Und werdet auf jeden Fall auch viel, viel mehr Schaden machen. Aber wie ihr sehen könnt, reicht der Schaden trotzdem, weil die Kriegskrankenschwester einfach so gut heilen kann und dadurch, dass sie halt ihren Cleanse hat und wir natürlich den Clockwork noch dazu haben und der Koloss auch jedes Mal mit seinem ersten Skill oder ich weiß nicht, ob es der zweite Skill ist mit dem Stun. Ich glaube, das müsste der sein. Genau. Mit dem ersten Skill der immer auf die Dodo-Reiterin geht, weil sie ja die einzige Baumelement hier in dem Fall ist und deswegen auch immer wieder mit dem auf sie geht. Jetzt wird er wieder den AOE machen. Das wird wahrscheinlich die Scharfschützin jetzt nicht mehr überleben, denke ich, weil die HP einfach viel zu wenig ist. 12.000 ist einfach deutlich zu wenig. Ich glaube, der wird sie jetzt one-shotten. Ah, okay, never mind. Hab mich da getäuscht. Kriegskrankenschwester carried unser Team natürlich. Also mit vollem HP seht ihr, überleben wir sogar Runde 38. Und ich denke, jetzt aber langsam wird der Schaden deutlich höher und das wird uns wahrscheinlich gleich die Scharfschützen kosten, aber wir sind schon über 5 Millionen. Wir sehen können wirklich, also komplett das gleiche Team, nur wir haben die Kriegskrankenschwester mit reingepackt und es ist halt ein krasser Unterschied. Genau. Aber die Kriegskrankenschwester, wie gesagt, könnt ihr austauschen mit mehreren anderen, wie zum Beispiel die. Oh, okay. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der Revolverheld als erster stirbt. Sehr interessant. Aber wie gesagt, die Himmelspolizistin ist sehr, sehr stark in dem Fall, weil sie halt auch nochmal die Attack-Aktionsleiste erhöht und auch Death-Buff gibt, was halt auch noch tankiger macht, das Team. Man überlebt halt viel länger. Und oder auch halt natürlich der Lichtrobo, der halt dauerhaft jedes Mal die Attacksleiste von den Elements erhöht. Was halt mehr Turn-Cycling ist, dadurch sind die immer wieder voll gehealt und. Also es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer mit diesen zwei anderen. Aber ich denke mal, mittlerweile haben die meisten die Kriegskrankenschwestern Feuer. Wenn auch nicht, dann gibt es auch die Schweinsmeisterin. Also ihr müsst natürlich nicht unbedingt die 5 Millionen mit einem Mal schaffen, aber ihr habt auf jeden Fall Potenzial, es zu schaffen, weil ne, meine Elements sind jetzt nicht sehr krass optimiert. Einfach dadurch, dass sie halt viel zu viel Crit Rate haben. Weil dieses Crit Rate, was abgezogen wird, wird erst ab der 30. Runde gemacht. Deswegen versucht ihr natürlich bis zur 30. Runde so viel Schaden, wie es geht, reinzupacken. Und der Rest kommt dann am Ende einfach nur noch so ein bisschen aushalten, um ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Also wirklich noch so das aus der Paste so rauszuziehen. Deswegen, also Intelligenz kann ich euch nochmal gerne einmal zeigen. So, das ist ganz normal. Das sind die Bauteile von ihr. Das sind jetzt keine großartigen Bauteile. Sie hat halt viel HP, Resistance ein bisschen drauf geachtet, bisschen Geschwindigkeit drauf gepackt. Das ist der Uhrwerk aus dem Juggernaut. Ist halt ziemlich schnell, muss nicht so schnell sein, sollte aber auf jeden Fall Glück haben, ein bisschen LP haben, damit er nicht stirbt. Die Scharfschützen ist jetzt nochmal, ihr könnt ja nochmal zurückgehen und dann die anderen Bauteile mal angucken, die tankigen. Aber guckt, dass ihr einfach viel, viel mehr Schaden macht als ich und weniger Crit Rate halt. Dodo-Reiterin habt ihr auch schon gesehen. Intelligenz ist auch komplett normal wie aus jedem Dungeon. Beim Revolverheld ist genau gleich, also da bleibt auch alles so, wie es ist. Da ändert sich gar nichts. Das Einzige, was ich normalerweise habe, ist so, aber das hat nichts mit dem Koloss zu tun, sondern mit dem Dungeon selber. Und das war es eigentlich schon. Achso, genau, die Schweinsmeisterin habe ich noch nicht gezeigt. Also, die Schweinsmeisterin eigentlich genauso wie die Kriegskrankenschwester auch mit den HP, schnell, bisschen Resistance, also die sind fast ungefähr gleich. Wenn ihr natürlich noch mehr Geschwindigkeit, mehr Resistance reinbekommt, umso besser, dann kriegt sie nicht diesen Buff von dem Koloss, diesen Debuff. Dadurch habt ihr immer die Passive aktiv, das ist halt ziemlich nervig ab der 30. Runde. Wenn sie zum Beispiel nicht diesen Debuff abbekommen würde, würde sie vielleicht sogar noch besser heilen und würde dem einen oder anderen die Runde noch mehr verlängern. Und vielleicht kommen wir sogar annähernd an diese 6 Millionen. Ich kann auch gerne mal zeigen, also es gibt auf jeden Fall auch Leute aus der Gilde, die gerne das Team nutzen, wie ihr sehen könnt. Also genau das gleiche Team, was ich nutze, mit besseren, optimierteren Bauteilen ist der Bernie auf jeden Fall bei über 15 Millionen mit 2 Stück. Also ihr seht, es geht deutlich besser. Ähm, und die Bauteilqualität ist sogar
glaube ich, jetzt nicht allzu anders. Könnt ihr nochmal nachfragen, aber genau. Also, es funktioniert tadellos und ihr werdet sehen, also sobald ihr mit dem Team mit 2 seid, habt ihr zumindest hier 3 und einen habt ihr übrig, den könnt ihr natürlich irgendwo anders reinpacken. Ihr werdet zwar keine 10 Millionen mit einem Mal schaffen, aber so langsam nähern wir uns an die einzelnen Coins. Wir versuchen so Stück für Stück erst mal mit 2, zumindest die 2, dass man das hinbekommt. Und bei uns in der Gilde sind wir auch schon tatkräftig dabei, Teams zu bauen, wo man mit einem Münze einen jeweiligen killt, sodass man halt irgendwann alle killt und 10 Millionen macht. So, das soll es auf jeden Fall gewesen sein und ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Ich habe hoffentlich, soweit es geht, vielen damit helfen können, ein besseres Team zu bauen. Und wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video und einen schönen Tag noch. Ciao.